Ursula Mamlock zählt zu den bedeutendsten Komponistinnen moderner Musik. Seit 2006 lebt sie wieder in ihrer Geburtsstadt Berlin. Aber Gott sei Dank habe ich hier viele Bekannte sozusagen getroffen, schon durch meine Konzerte. Und dadurch, also ich habe zwar hier keinen Menschen, ich habe weder Verwandte noch Freunde hier in Berlin. Und ich bin hier zurückgekommen, eigentlich weil eine Freundin damals, als mein Mann starb, gesagt hat, hier ist sehr schlecht für eine ältere Frau in New York zu leben. Das ist sehr schwierig, da musst du dir dann vielleicht eine Frau nehmen, die immer da wohnt und so. In Berlin ist viel besser. Da wohnt sie und sie wird auf mich aufpassen und sehr gut zu mir sein und alles Mögliche. Und daraufhin habe ich damals mich breitschlagen lassen und bin wirklich hierher zurückgekommen. Ursula wird 1923 als Tochter von Hans und Thea Meyer in Berlin geboren. Bis zum plötzlichen Tod ihres Vaters lebt Ursula mit ihren Eltern in der Motzstraße 29 in Berlin-Schöneberg. Schon früh kommt Ursula mit Musik in Berührung. Eine Leidenschaft, die sie ein Leben lang begleitet. Im Dezember 1928 heiratet Ursulas Mutter wieder. Hans Levi ist Prokurist in der Leinweberei Julius Bendix und Söhne. Ihn nennt Ursula bis heute ihren zweiten Vater. Die Familie Meyer-Levi zieht nach Charlottenburg in die Schillerstraße 13, wo sie bis zu ihrer Auswanderung wohnt. Hier erlebt sie, wie Adolf Hitler 1933 an die Macht kommt. Der Vater kam mit entsetztem Gesicht ins Zimmer, wo ich am 1. Februar war das weiß ich noch heute, weil am Geburtstag lag ich immer im Bett mit der Grippe als Kind. Und das war da. Und der kam also wohl nach mir zu sehen. Und meine Mutter war auch im Zimmer. Und da sagt er, Gottes Willen, Hitler ist an die Macht gekommen. Also meine Mutter erschrak auch sehr. Aber wir wussten nicht, was das für uns bedeuten würde. Das war 1933 schon. Und 1933, weiß ich noch, späterhin auf Kurs, haben sie schon die Schreiben in den Geschäften eingeschlagen und schon schreckliche Sachen gemacht. Das wurde natürlich mit den Jahren immer schlimmer. Am 1. April 1933 organisieren die Nationalsozialisten deutschlandweit einen Boykott jüdischer Geschäfte, Banken und anderer Einrichtungen. Zu dieser Zeit wird Ursula in das Fürstin-Bismarck-Lyzeum in der Sübelstraße in Berlin-Charlottenburg eingeschult. Seit 1958 heißt die Schule Sophie-Charlotte-Gymnasium. Viele jüdische Kinder bekommen den Antisemitismus bereits in der Schule zu spüren. Ursula nicht. Aber ich habe in der Schule nichts zuerst davon gemerkt. Nachher durfte ich nur auf das Fürstin-Bismarck-Schule-Gymnasium, weil mein Vater ein Eisernes Kreuz hatte. Ja, mein Vater hat ja gekämpft im Krieg, in dem 1914-Krieg, und der hatte ein Eisernes Kreuz. Und Kinder mit Eisernem Kreuz als Juden durften in die Schule aufgenommen werden, andere nicht. Dort war er zuerst gar nichts zu merken, denn die Schule liegt in der Sübelstraße, in der Nähe vom Kurfürstendamm. Und in der Nähe wohnten sehr viele Juden, sodass also die Schule eigentlich fast gemischtes Publikum, Schüler hatte. Und da hat man in der Hinsicht nichts gemerkt zuerst. Bereits jetzt komponiert Ursula regelmäßig. Eines ihrer Lieblingsstücke ist bis heute der Wüstenritt. Als Kind habe ich also schon komponiert und das geht zurück auf ein Jahr in der Schule, in dem Fürstin Bismarck in der Schule. Da waren schon die Nazis am Ruder, das muss 36 gewesen sein. Da wurde aber jeder aufgefordert, der Klavier spielen konnte oder was komponiert hatte. Kinder, die sollten das vorspielen, das war eine festive Sache, die da gemacht wurde. Da habe ich mich auch daran beteiligen dürfen, trotz Jude, an dem Jahr. Und da hatte ich also verschiedene eigene Stücke gespielt. Und da war ein Stück darunter,
Das hieß Wüstenritt. Und da haben die Leute gefragt, wieso ist das Wüstenritt? Ich habe zur gleichen Zeit zu Hause irgendeine unartige Sache gemacht. Und da sagte mein Vater zu mir, na, du wirst erst sehen, wie es ist, wenn wir in der Wüste sind. Und da sag ich, Wüste? Sag ich, das ist ja wunderbar, ich suche ja gerade nach einem Titel. Also da habe ich das Wüstenritt genannt, das Stück. Und habe darauf auch noch gezeichnet, ein so Kamel, was da in der Wüste lang geht. Doch schon bald bekommt auch Ursula den Antisemitismus im Alltag zu spüren. Ich weiß, weil ich schwarzes Haar hatte, haben sie mir immer nachgerufen, Jude. Das war immer so. Nicht? Das hat man schon, so, die Jungs, große Jungs, so, haben das, schwarze Haare, hat man ja gesagt, sind Juden. Und auf diese Weise hat man dann also, ich hatte nur ein Glück, dass sie mich nicht verhauen hatten. Dann viele und andere kleinere Jungs, die haben es nicht so leicht gehabt. Als Jüdin muss Ursula im Zuge der Nürnberger Rassengesetze am 1. April 1938 die staatliche Schule verlassen. Bei mir haben sie auch aufs Zeugnis, was ich noch hier habe, geschrieben, musste die Schule verlassen, um Musik zu studieren. In Wirklichkeit haben sie mich natürlich rausgeschmissen. Eines Tages haben sie einfach Tür auf, Juden raus. Jetzt widmet sich Ursula ganz und gar ihrer Leidenschaft des Komponierens. Die Pogromnacht am 9. November 1938 erlebt die 15-Jährige sehr bewusst. Sie schreibt wenige Tage später in ihr Tagebuch: Bis jetzt habe ich die schlimmste Woche meines Lebens hinter mir. Eindrücke, die die tiefste Wirkung auf jeden von uns hatten. Nun ist alles hin, alle Hoffnungen, von denen mein Tagebuch voll ist. Im Jahr 2002 komponiert Ursula Mamlock Rückblick. Ich habe nur ein Stück komponiert, was in New York ein nicht-jüdischer Saxophonspieler, ein Freund von mir, gesagt hat, der will, dass gerne in einem Konzert ein Stück gespielt wird, was über die Pogromnacht irgendwie handelt. Also eigentlich kann man das in Musik ja gar nicht ausdrücken, aber das soll gespielt werden. Ein Stück von einem jüdischen Komponisten. Und hat gesagt, ob ich das schreiben würde. Und das habe ich auch geschrieben und das hat den Titel Rückblick. Ja, das ist aber das einzige Stück, was sich darauf bezieht direkt. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 werden von den Nationalsozialisten gezielt Gewaltakte an der jüdischen Bevölkerung im ganzen Deutschen Reich geplant und umgesetzt. Kurz darauf wird auch Ursulas Vater Hans Levi bei Julius Bendix und Söhne entlassen. Familie Levi fasst nun endgültig den Entschluss, ihr Land zu verlassen, so wie über 300.000 deutsche Juden auch. Der Cousin von Hans Levi, Roberto Levi, lebt in Ecuador und besorgt für die dreiköpfige Familie ein Affidavit. Am 11. Februar 1939 besteigt Ursula mit ihren Eltern in Hamburg das Schiff. Aber wir haben zum Glück, konnten wir zur Zeit noch 1939 auswandern. Und zwar war das durch einen Verwandten meines Vaters, der hat von Guayaquil, Ecuador, angefragt, ob wir nach Ecuador kommen würden. Er hätte die Papiere. Der Mann ist in 20er Jahren ausgewandert und hatte Millionen gemacht mit einer Apotheke. Da haben wir gesagt, Ecuador, wo ist das? Da müssen wir erst mal auf der Landkarte, denn darüber hat nie jemand gesprochen. Aber es war so, wir sind wirklich mit einem deutschen Schiff, das war die Cordillera, die gehörte zur Hapag-Linie. Ein schönes, großes Schiff war das. Damit sind wir nach Ecuador gefahren. Das dauerte, glaube ich, mindestens 2 Wochen. Die Levis gehören zu den letzten Auswanderern, die einen Container mit auf das Schiff nehmen dürfen. Ja, also wir haben einen großen Schrankkoffer gehabt. Das gab damals, oder gibt es vielleicht heute, der ist wie einen großen Schrank, wo man Sachen reinhängen könnte. Nicht? Also wir haben alles mitgenommen, was wir konnten.
Und ich habe zum Glück, also weil sie das so haben alle Leute natürlich nicht gemacht, ich habe eben alle meine Musik, alle meine Noten und das Klavier, nicht dieses, nein, ein Klavier, alles musste, nee, ja, nach Ecuador ging da alles mit. Und wir haben also, was wir hatten, alles mitgenommen. Und andere Leute haben nach uns nur einen Handkoffer mitnehmen dürfen. Nach einer langen Überfahrt erreicht die Familie den Hafen von Guayaquil. Dann stiegen wir aus in einer Stadt, also wenn man damals ja noch vom heilen Berlin kam, war das unglaublich primitiv. Der Cousin des Vaters versorgt die Familie gut, aber schnell merkt Ursula, wie sehr ihr das kulturelle Leben fehlt. Vor allem musikalisch kann sie sich hier nicht weiterentwickeln. Ursula bittet ihre Mutter, sich bei einem amerikanischen Bekannten für sie einzusetzen. Eines Tages habe ich gesagt, ich kann sie hier nicht aushalten. Ich glaube, ich muss unbedingt mit dem amerikanischen Menschen sprechen, schreiben, was du da getroffen hast, wenn du da getroffen hast, und fragen, ob er uns vielleicht sagen könnte, wie ich hier rauskomme und wohin. Naja, das tat meine Mutter und der hat gesagt, der hat zurückgeschrieben sofort und hat gesagt, möchte Ihnen gerne helfen. Ich gebe Ihnen hier 3, 4 Namen von Musikhochschulen an, aber mehr kann ich nicht tun. Ich bin gar nicht bewandert in Einwanderungsprocedure. Und so war es, er hat uns das gegeben. Und also, um es kurz zu machen, eines Tages, meine Mutter war sehr befreundet mit dem amerikanischen Konsul in Guayaquil. Der hat ihr immer geholfen, bessere englische Briefe zu schreiben. Und einmal kam der auch und sagte zu meiner Mutter, ja, ich habe hier eine Sache, das könnten Sie vielleicht interessieren. Eine Frau, die nach Amerika gehen sollte, ist krank geworden. Und ich habe ein Papier, also ein Affidavit hat man das genannt, eine Bürgschaft, die man geben musste. Und ich habe aber ein Papier, vielleicht lassen Sie Ihre Tochter allein. Ja, hat meine Mutter gesagt, um Gottes Willen, die ist 17, kann kein Englisch, kann ich doch nicht alleine. Also sie erzählte mir das, worauf ich sofort gesagt habe, ich gehe alleine, denn sonst kommt ihr hier nie raus. Und ich will alleine gehen und den Anfang mache, ich werde schon das Englisch irgendwie lernen. Denn ich hatte inzwischen, das habe ich vergessen zu sagen, von der amerikanischen Schule in New York ein Stipendium. Inzwischen hatte meine Mutter Musik von mir hingeschickt nach New York an die Mannes Music School. Und die haben zurückgeschrieben, wir finden ihre Tochter begabt genug, ihr ein Stipendium für 1 Jahr zu geben, wenn sie im Oktober da sein könnte. Also ich habe gesagt, unbedingt, das ist doch eine Vorsehung, nicht wahr, dass das passiert ist. Also tatsächlich, ich habe das Klavier verkauft, was meine Mutter, das haben wir mitgebracht aus Berlin, unser altes Klavier, wo meine Mutter drauf Klavierspielen lernte. Das haben wir verkauft und dafür haben wir die die Schiffsreise zahlen können für mich. Ich glaube, es war 150 Sucre war die Währung dort. Aber auf jeden Fall, ich bin wirklich auf das Schiff gegangen und bin in New York angekommen im Jahr 1940, im 31. August. Diese Daten habe ich mir gemerkt. Um das Schiff in New York verlassen zu können, muss Ursula zunächst ihren Onkel Morris finden, den sie noch nie im Leben gesehen hat. Denn Minderjährige dürfen das Schiff nicht alleine verlassen. Tatsächlich sah da ein Mann, der hat so ausgesehen wie irgendein Großvater. Und da sagte ich zu dem mein Englisch, are you my Uncle Morris? Ja, sagte der, richtig, wie kommst du denn, wie ist es denn? Ja, ich habe doch gesehen, du suchst nach jemandem. Also sind wir gut vom Schiff gekommen. Für den Anfang kann Ursula bei einem Bekannten ihres Vaters unterkommen. Und mein Vater hatte einen Geschäftsbekannten, der auch ein Immigrant war, zu der Zeit schon in New York. Und zu dem bin ich hingegangen und der war furchtbar nett und hat mich aufgenommen. Die hatten nur 2 Zimmer in einer Parterrewohnung, aber die haben mir ein Zimmer gegeben und gesagt, du kannst hier so lange bleiben, wie du nichts anderes hast.
Das habe ich auch gemacht und ich hatte ja gar kein Geld, den anzubieten späterhin, aber habe ich denen etwas Geld gezahlt für das Essen, was sie mir noch lange Zeit gemacht haben. Im Oktober 1940 beginnt Ursula ein Studium an der David Mannes School of Music, über die sie von unbekannten Spenderinnen ihr erstes Geld erhält. Es sind monatlich $40, mit denen sie gut über die Runden kommt. Von New York aus versucht Ursula, ihre Eltern aus Ecuador nachzuholen. Also tatsächlich habe ich zum Glück in meiner paar Wochen schon Freunde, Leute getroffen, die fanden auch das ganz enorm, dass ich alleine nach Amerika gekommen bin. Und der Mann war wohlhabend und Vater von 2 Kindern. Der war wohlhabend und hat gesagt, er wird was geben, dass ich meine Eltern kommen lassen kann. Also ein Affidavit war nötig für 2 Personen. Und da musste er eine ganze Menge Geld aufweisen können, denn das heißt, dass die dem Staat oder Amerika nicht zur Last fallen. Dafür ist das nötig, dass sie die Papiere haben. Und der Mann wird dann für sie sorgen, der Ärmste, wenn es so weit kommt. 1,5 Jahre später, im März 1941, können die Eltern ihrer Tochter nach New York folgen. Aber ich habe die Eltern dann kommen lassen, wahrhaftig, und wir haben zusammen gewohnt. Das war für mich gar nicht so schön, weil ich inzwischen in einem Furnished Room, wie heißt denn das auf Deutsch, in einem möblierten Zimmer habe ich dann gewohnt. Als ich diese $40 von dem hatte, konnte ich für $5, ich glaube, die Leute waren sehr nett alle, ich glaube $5 im Monat oder sowas haben die mir abgenommen, dass ich da ein möbliertes Zimmer hatte. Das war alles in einem Stadtteil, die Bronx in New York. Die $40, die Ursula zur Verfügung hat, reichen für 3 Personen nicht aus. Die hatten auch kein Geld und meine Mutter konnte etwas Englisch, mein Vater gar nicht. Der hat zum Beispiel zu seinem Verwandten gesagt, weil er die schlechte Zeit besprechen wollte, wie schrecklich das ist. I look black in the future, hat er gesagt in seinem Englisch. Ich habe furchtbar gelacht, ich überhörte das. Da sagt er, was lachst du denn? Ich habe doch ganz richtig gesprochen, das ist doch richtig, was ich da gesagt habe. Ja, das war sehr komisch, dieses Englisch sprechen für viele, besonders Männer, konnten nicht so schnell lernen. Also meine Mutter, die hat gerade drauf losgesprochen bald. Mein Vater, der konnte das mit der Grammatik nicht so richtig gleich treffen. Aber Gott sei Dank war der ja Deutscher. Wir fühlten uns ja als Deutsche. Deutsche sind sehr fleißig und mein Vater hat das auch in sich gehabt. Der war gleich sehr fleißig und hatte einen Job, wo er, weiß ich noch ganz genau, wo er Bilderrahmen anmalen musste. Also das war nicht, was er in Berlin gemacht hat vorher. Aber das hat er gemacht natürlich. Und es war komisch, kann mir noch heute entsinnen, mein Vater hat sich so hochgearbeitet in diesem Beruf, er war dann nachher Foreman, hat man das genannt. Der Erste hat den anderen beigebracht, wie diese Bilder richtig, die Rahmen gemalt werden. Es war viel später, dass er dann auch aus dieser Sache rauskam und ähnlich Beruf hatte wie vor dem. Auch das, durch Beziehung, muss man mal sagen, kommt dann sowas, ja. An der Mannes School of Music findet sie über Umwege zu Georg Szell. Also bei diesem Georg Szell habe ich studiert, bis der leider Gottes ein großes Engagement bekommen hat beim Cleveland Orchester. Also aus dem Cleveland Orchester, was früher ein mittelmäßiges Orchester, hat er ein Star-Orchester gemacht. Die waren nachher ebenbürtig mit der New York Philharmonic und Philadelphia Orchester, also solche berühmten Orchester, hat er gemacht. Das war ein Genie, dieser Mann. Nach der Abschlussprüfung an der Mannes School of Music besucht Ursula 1947 Verwandte in San Francisco. Eine herrliche Stadt, von Amerika die schönste Stadt, möchte ich sagen. Hier begegnet Ursula Dwight Mamlock, ihrem späteren Ehemann. Es war 1947 im August oder so, ja.
Also wir haben im November schon geheiratet. War gar keine lange Zeit. Wir waren also im Ganzen 58 Jahre verheiratet. Ohne Kinder. Und das war meine Entscheidung. Heute bin ich natürlich, tut es mir leid, aber ich musste komponieren. Und da habe ich gewusst, die Energie habe ich nicht, Kinder großzuziehen oder ein Kind auch nur und um meine Arbeit weiterzumachen. Auch Dwight Mamlock musste vor den Nationalsozialisten fliehen. Von Hamburg aus gelangte er mit einem Kindertransport nach Schweden und von dort in die USA. Im März 1949 ziehen Dwight und Ursula Mamlock von San Francisco nach New York. Der 1946 von Ursula an der Manor School of Music erworbene Abschluss ist kein staatlich anerkannter. Daher bewirbt sie sich an der bedeutenden Manhattan School of Music für ein Stipendium, welches sie auch bekommt. Ich hätte mein Leben lang kleine Kinder in Klavierunterricht unterrichten können, aber das ist ja nichts Professionelles. Ich wollte gerne an einer Musikhochschule unterrichten. Und da habe ich war schon 33 in der Zwischenzeit, da bin ich also in die Schule gegangen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich kann nicht mit 33 in die Schule gehen. Ich werde mich 5 Jahre jünger machen. 1958 macht sie an der Manhattan School of Music ihren Master of Arts. Hier unterrichtet Ursula Mamlock später die Fächer Theorie und Komposition. Gemeinsam mit ihrem Mann Dwight besucht Ursula 1989 ihre Geburtsstadt Berlin. 25 Jahre später gehen auch wir mit ihr in die Schillerstraße 13, dem Ort ihrer Kindheit, von wo aus Ursula 1939 mit ihren Eltern vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Ja, ich bin verschiedene Male zu Besuch gekommen. 2 oder 3 Mal in den 90er Jahren. Also ich kannte eine Person, das war damals eine Freundin. Ja, und die hat uns eingeladen sozusagen, mein Mann und ich. Also wir sind hergekommen, ich glaube 2 Mal vorher. Und dann aber leider Gottes war mein Mann furchtbar krank und ist gestorben. Und ich habe schon erzählt, ich wollte nicht mehr da bleiben, wo ich war. Ihre Eltern besuchen Berlin nie wieder. Wir hatten dann auf Berlin und alles Deutsche natürlich ein missgünstiges Urteil. Das ist ja klar, nicht, was da alles passiert ist. Da hat man dann nicht sicher haben wir irgendwas vermisst, Sachen oder so. Und hauptsächlich war schlimm, dass meine Großeltern nicht da waren. Also meine Eltern haben darunter sehr gelitten. Die Großmütter von Ursula haben es nicht geschafft, ins Exil zu gelangen. Am 23. Oktober 1941 wurde ein Ausreiseverbot für Juden verhängt. Die Großmütter wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert und von den Nationalsozialisten ermordet. An ihrem letzten Wohnort liegen heute für Rosa Levi und Erika Goldberg Stolpersteine in der Sebastianstraße 73 in Berlin-Kreuzberg. (2011) besucht Ursula Mamlock erstmals das Grab ihres leiblichen Vaters Hans Mayer. Und wir sind nach Weißensee rausgefahren und haben das Grab meines Vaters gefunden, was ich nie gesehen habe. Und meine Mutter glaube ich auch nicht. Ich habe nie gehört, dass sie auf den Friedhof ging. Und da habe ich sogar auf meinem Computer noch ein Bild, wie ich auf das Grab des Vaters gegangen bin. Also eine Sache, die mir nie passiert wäre in New York. Da haben wir auch nie drüber gesprochen. Das habe ich hier erlebt. Das war auch eine ganz enorme Sache für mich, dass ich das hier erlebt habe. Auch eine andere für Ursula Mamlock bedeutsame Begebenheit ist mit ihrer Rückkehr nach Berlin verbunden. Die Leute sind alle sehr freundlich und ich kann hier üben und komponieren und habe auch hier schon sehr viel gemacht. Und ich habe hier den größten Oboisten der Welt, möchte ich sagen, kennengelernt. Gott sei Dank gefiel dem, ich habe den kennengelernt und was geschickt.
Das fand er so schön, dass er es gleich auf der Platte gespielt hat, auf dem CD. Und seitdem, dieser Mann ist ein entzückender, ein Schweizer, und der heißt Heinz Holliger, richtig. Also Heinz Holliger ist jetzt ein Freund von mir geworden. Das ist ein Schweizer, der wohnt in Basel. Also das war eine fantastische Sache. Das war eigentlich das Beste, was ich hier erlebt habe an Kontakten mit einem Musiker, der wirklich ein großer Musiker ist. Seit fast 10 Jahren lebt Ursula Mamlock jetzt wieder in ihrer Geburtsstadt Berlin. Ihre Freunde in New York besucht sie jedes Jahr. Ihre Heimat aber sieht sie woanders. Ich habe immer gesagt, ich bin entwurzelt. Ich fühlte nie irgendwo meine Heimat. Denn in New York, bestimmt nicht in Berlin. Und in New York war ich natürlich sehr lange und ich war da auch nicht unglücklich. Aber so richtig zu Hause konnte ich mich, da war ich schon wieder zu alt, als ich da hingekommen bin. Da fing alles und da fingen so schwere Zeiten für mich an. Also habe ich auch nicht gesagt Heimat. Ich habe immer gesagt, die Musik ist meine Heimat.